Vor etwa 7000 Jahren lassen sich die ersten Menschen im Gebiet des heutigen Ulm nieder. Der Ort ist günstig gelegen. Hier münden Blau und Iller in die Donau, die hier einen Übergang besitzt. Handelsstraßen kreuzen sich bei Ulm schon im frühen Mittelalter. Bis heute kreuzen sich hier die Autobahnen A7 und A8. Die Könige und Kaiser reisen im Mittelalter durchs Reich und kommen in verschiedenen auserwählten Orten, sogenannten Pfalzen, unter. Wohl um die Mitte des 9. Jahrhunderts entsteht am Ulmer Donauübergang eine Königspfalz. 854 wird Ulm erstmals urkundlich erwähnt. Unter Otto dem Großen wird Ulm ausgebaut. Die Bedeutung des Orts wächst schnell. Im Jahr 1134 wird Ulm niedergebrannt. Die Staufer bauen Ulm rasch wieder auf. 1181 wird Ulm zur Stadt erhoben und schon 3 Jahre später zur Freien Reichsstadt. Im 14. Jahrhundert bekämpfen sich die städtische Oberschicht und die Zünfte gewaltsam. Hierbei geht es darum, wer in der Stadt das Sagen hat. 1345 kommt es mit dem sogenannten Kleinen Schwörbrief zum Kompromiss. Im Jahr 1397 tritt eine Verfassung in Kraft, der sogenannte Große Schwörbrief. An dieses Ereignis erinnert bis heute ein Ulmer Feiertag, der Schwörmontag. (1377) legen die Ulmer den Grundstein zu einer gigantischen Kathedrale, dem Ulmer Münster. Finanziert wird die Kirche von den Ulmer Bürgern. Der Bau wird 1543 kurz vor der Fertigstellung unterbrochen. Erst 300 Jahre später werden die Bauarbeiten wieder aufgenommen und 1890 vollendet. Mit 161,5 Metern ist das Münster die höchste Kirche der Welt. Ulm wird im 15. Jahrhundert eine der reichsten Städte des Heiligen Römischen Reichs Deutscher Nation. Die Stadt ist ein wirtschaftliches und kulturelles Zentrum im Reich. 1530 wird Ulm protestantisch. Mit dem Schmalkaldischen Krieg Mitte des 16. Jahrhunderts wird die Verfassung aufgehoben. Der Niedergang Ulms beginnt. Im 17. und 18. Jahrhundert leidet Ulm unter Krieg, Pest und Schulden. Ulm wird 1802 Bayern zugeordnet. 1810 werden die Teile westlich der Donau an Württemberg abgegeben. Neu-Ulm bleibt bayerisch. Bis heute trennt die Donau Ulm und Neu-Ulm. Mitte des 19. Jahrhunderts geht es mit Ulm wieder bergauf. Die Stadt erhält den Zuschlag zum Bau von riesigen Befestigungsanlagen, der Bundesfestung. Die Überreste sind bis heute überall in der Stadt zu sehen. Die Bevölkerung steigt stark an und es entstehen zahlreiche Unternehmen. Im Ersten Weltkrieg und der Zwischenkriegszeit leidet die exportorientierte Ulmer Wirtschaft. Im Zweiten Weltkrieg entsteht am oberen Kuhberg ein Konzentrationslager. Ein Großteil der Stadt wird zerstört und 4400 Ulmer verlieren ihr Leben. Nach dem Krieg erholt sich Ulm schnell. Die Wirtschaft boomt und das Industriegebiet im Donautal entsteht. In den 1950er und 60er Jahren werden eine Hochschule für Gestaltung, die Universität und die Fachhochschule gegründet. 1980 wird Ulm mit über 100.000 Einwohnern zur Großstadt. Heute haben Ulm und Neu-Ulm zusammen 185.000 Einwohner. Die Stadt besitzt eine hervorragende Infrastruktur. Zahlreiche Unternehmen aus verschiedenen Branchen sitzen in der Region. Ulm blickt in eine erfolgreiche Zukunft.